Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir sind jetzt wieder hier auf W50 und ihr seht anhand der Pilze halt schon, ich habe mir das Pilzpaket gekauft für einen Honey. Ne? Also ich hatte mir jetzt gedacht, komm, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier ein bisschen, ja, also das Pilzpaket muss ich mir auf jeden Fall holen für einen 100er. Da waren nochmal ordentlich Seelen dabei. Ne, wir können jetzt auch direkt den Gladi auf 9 ziehen, das werden wir auch gleich machen und dann auf jeden Fall noch Dungeons ballern. Ne? Also das steht heute auf der Agenda und ja, also nicht, dass ihr euch wundert, dass ich mal die Pilze anzeige und mal nicht zeige. Es hat halt nichts damit zu tun, dass ihr seht, wie viele Pilze ich aktuell habe. Das Einzige, was halt nicht zu sehen ist, wenn man von einem Tag zum nächsten Tag direkt drauf guckt und dann sehen könnte, wie viel da direkt aufgeladen worden ist oder so. Ne? Also hin und wieder zeige ich auf jeden Fall mal die Pilze. Das soll nicht das Problem sein. Ne? Also wie gesagt, das 100er-Paket habe ich mir jetzt selbst gekauft. Ne? Das kriege ich halt nicht gesponsert. So, das sind jetzt meine eigenen Pilze. Und genau, aber die Boni musste ich mir auf jeden Fall abgreifen, sehr viele Kristalle bekommen und vor allen Dingen halt auch gut an Seelen. Deswegen können wir jetzt auch den Gladi direkt hier mal skippen für 120 Pilze. Ja, bitte nicht zu Hause nachmachen, Dankeschön an der Stelle. So, aber es bringt uns natürlich in den Dungeons deutlich voran. So, wir gehen mal ein bisschen hier vielleicht hoch von der Lautstärke her und dann gucken wir mal. Wir schauen mal da, wo wir gestern aufgehört haben. In der Zwischenzeit... Das habe ich noch gemacht. Ich habe das Alter Ego, die Mannequin, habe ich geblättert. Wir haben ja 1000 Sammelbucheinträge und wir sind über eine bestimmte Stufe. Irgendwie so die Voraussetzungen. Nee, stimmt, die Voraussetzungen waren, wir müssen über 1000 Runen haben. Den Arena Manager und über 1000 Runen müssen wir haben. So war das nämlich. Und dann findet man den im Waffenladen. Ne? Damit wir hier schon von den ersten Boni profitieren können. Ne? Das habe ich gestern noch offscreen gemacht. Das war das Einzige, mehr aber nicht. Ne? Sonst mache ich ja nicht viel so offscreen. So, ansonsten ist der relativ machbar und ich habe noch einen Schlüssel bekommen aus der Mine, ne, für ein paar Gegner in der Schattenwelt und das können wir auf jeden Fall mal gleich mal probieren, bevor wir noch ja, hier zur Lichtwelt kommen, hier zum Helgor, ne, vielleicht kriegen wir hier nochmal das ein oder andere gute Item nochmal irgendwo her, ne, das wäre natürlich ganz nice. Haben wir noch eins, was wir in die Toilette schmeißen können? Ja, die Handschuhe schmeißen wir rein und kriegen Kundschafter-Handschuhe. Und die sind tatsächlich auch ein Upgrade. So, Gegenstand zerlegen, machen wir das mal. So, dann haben wir hier noch zum einen Kriegerhandschuhe. Da verlieren wir ordentlich an Rüstung, das machen wir mal nicht. Nehmen wir einfach weg. Dann haben wir hier noch Magierhandschuhe, die sind stat-technisch besser, aber Rüstung ist es jetzt auch nicht so worth. Der Kundschaftergürtel ist auch besser, aber da haben wir einen Stein aktuell drin. Würde ich jetzt einfach auch nicht machen, weil ich dann Steingewinnung machen müsste. Ja, habe ich jetzt nicht so die Intention dazu. Plus 12 müssten wir sockeln. Auch nicht so das Wahre, ne? Und ja, sind minimale Verbesserungen auf jeden Fall, wo wir viele Pilze investieren müssten. Und deswegen lassen wir das. So, wir sind Stufe 216, ja, und machen direkt weiter hier. Das geht anscheinend, oh Gott, ganz gut so. Bei denen entern wir mal ein bisschen rein, ein bisschen entern hier. Mal schauen, vielleicht haben wir mittlerweile schon wieder was Neues. Ja, das ist schon wieder besser. Das ist auch schon wieder besser. Intelligenz, genau. So, dann haben wir einen Schlüsselanhänger. Kann den irgendjemand gebrauchen, ist die Frage. Aber der Bertram, der freut sich auf jeden Fall. So, Intelligenzrobe. Oh, das letzte Item für Marquardt. Das ist strong. Das ist sehr strong. So, okay. Das ändert sich natürlich jetzt gleich dann nochmal ein Stück weit besser. Und da haben wir auch das nächste Item hier freigeschaltet. Und sind Stufe 217. Sehr nice. Geht voran. Ne? Und vor allen Dingen, ja, kann man dann auch nachher gleich wieder den nächsten Schlüssel finden. Wie gesagt, wir haben viel Equipment, was noch outdated ist momentan. Also mein Main jetzt hauptsächlich so, ne? Und da könnte man noch sehr viel mehr rausholen. Aber ja, ich wollte eigentlich warten bis zum Epic-Event tatsächlich, weil das schlauer ist. Okay, das müssen wir wechseln. Steingewinnung, das müssen wir mal machen. Da sind die Statpunkte zu gut. Warte mal.
bevor wir das wieder hier reinsetzen, setzen wir das doch einfach in die Waffe. Edelsteinsockel. Das lohnt sich natürlich nochmal deutlich mehr. Ja, das ist nochmal ein deutliches Upgrade hier für Kunigunde. Können wir schauen, ob wir vielleicht jetzt sogar den nächsten legen hier. Oh, der sieht sogar gut aus. Ne? Aber, ja. Oh, lol, war der knapp. Aber bevor wir das machen, würde ich tatsächlich nochmal zu Helgor gehen, weil der bringt uns 2 Level-Ups und der ist auch sehr gut machbar tatsächlich. Und da haben wir ihn auch down. Stufe 219, wir haben ein neues Item. Jawohl, Digga. Das sind Upgrades hier, die sehe ich gerne. So, zack. So, das ist natürlich übelst, übelst nice. Und mal gucken, ob wir sogar gleich weiterkommen. Ich würde tatsächlich auch... Das kostet alles viel Metalle so, ne? Das ist halt das Ding. Und Metalle sind Mangelware. Wir haben Kristalle, aber kaum Metalle. Wir können mal gucken, wir können mal riskieren, ob wir vielleicht das nächste Dämonenportal auf Anhieb schaffen. Denn gestern habe ich auch das Dämonenportal ge-one-hitted. Das war full life und habe es einfach weggeklatscht. Vielleicht schaffen wir es heute auch. Das würde natürlich uns deutlich weiterbringen im 13. Stock. Ne? Wir machen einfach mal auf gut Glück, würde ich sagen. Wir riskieren mal, ja? So, mal schauen, wie der aussieht. Ist ein Geschickgegner, ist immer schon mal kritisch. Okay, der haut Schaden raus. Ausweichen tut er mehr als genug. Oh, der ist aber machbar. Ein Crit-Treffer war schon so viel, wie er mit ganz vielen Schlägen hier gemacht hatte. Den können wir legen mit One-Hit, aber wir müssen auf jeden Fall mehr blocken und er darf nicht so viel ausweichen. Wir müssen auf jeden Fall einiges blocken, aber so wird das nix. Oh lol, wir haben die Chance, aber wir müssen blocken und kritten. Blocken und kritten. Ja, oder normale Hits, aber zumindest mal blocken. Hebt dein Schild hoch. Warum hebt er denn nicht sein Schild hoch? Guckt euch mal an, wie oft der die Chance hat, hier auszuweichen. Der sind auch nur 25%. Und ich heb hier im Kampf gefühlt einmal das Schild hoch. Schade. Ja, das hätte man natürlich im Nachhinein besser hinkriegen können. Hätten wir jetzt erst die Dungeons gemacht und dann das Dämonenportal. Aber ich dachte vielleicht Dämonenportal, Bonus mitnehmen und dann ab in die Dungeons. Das klappt natürlich noch besser. So, die Zauberfee ist ein Intelligenzgegner. Das sollten wir, in der Theorie ist das eigentlich auch machbar. So, da waren schon ein paar sehr gute Tries mit dabei. Deswegen bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir den hier ja irgendwie mal jetzt bald besiegen sollten. Da waren schon ziemlich gute Versuche mit bei, aber ja, anscheinend ist er noch ein bisschen störrisch unterwegs, wie die ein oder andere Communities-Gilde hier auf dem Server. Gucken, der Pimp. Okay, der ist auch noch momentan nicht so gut machbar. Wir schauen mal nochmal in die Schattenwelt vielleicht. Oder wir können nochmal gleich in Wirbelwind schauen. Das ist immer nochmal eine gute Alternative, aber die Schattenwelt, gönnt auch gerade. Ja. So, der Räuberhauptmann ist hier auch am Start. Wir gucken mal, was wir für Waffen bekommen haben. Einmal für Marquardt. Waffen sind natürlich immer, sind immer gute Upgrades, so, ne? Das müssen wir natürlich auch machen. Steingewinnung, let's go. Zack, so. Und das lohnt sich nicht. Das sind immer gute Upgrades hier. So, und der Räuberhauptmann. Fällt der? Wir schauen mal. Ah, der sieht auch machbar aus, aber nicht, der will noch nicht. So, gut, dann schauen wir mal. Wirbelwind sollte eigentlich immer klappen, wenn man nicht weiß, wo man weitermachen soll. Ja, hier haben wir auch einen Räuberhauptmann vor uns und jetzt haben wir den Rucksack voll. So, und wir können sogar Brustpanzer... Ja, na gut, das hat keinen Wert, das Ding. Ist ja auch dann unlogisch, dass das heute dran ist. So. Machen wir weiter. Und wir haben Stufe 220 erreicht. Sehr nice. Haben wir das auch erledigt hier in der Folge. Das ist cool. Das lohnt sich natürlich. Das ist nice. Und wir gehen weiter hier auf Stärke. Aber ein bisschen Glück vielleicht auch. Glück kann nicht schaden, ja. Und dann gucken wir mal. Es sollte ja immer noch mal mehr gehen hier im Wirbelwind. Das sind Etagen, die sind immer gut machbar auf jeden Fall. Jetzt haben wir leider keinen Gürtel dabei. Langsam kriegen die Items auch schon echt guten Goldwert, muss ich mal so sagen. Da müssen wir auch langsam aufpassen, dass wir die auch mal so effizient wie möglich verkaufen. Okay, der ist machbar, aber es stellt sich momentan ein bisschen an. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, gucken wir mal nach einer neuen Waffe. Das würde sich tatsächlich jetzt schon wieder lohnen. Würde ich mal einfach so behaupten. Wir haben ja ein paar Level gemacht.
Sind die Waffen ausverkauft? Ne, hier haben wir... Okay. Plus 6 ist noch nicht so viel. Plus 10. Okay. Plus 14. Ja, ist noch nicht ganz so viel. Aber jetzt wird es langsam halt, ne? Jetzt wird es... die ist nochmal besser. Plus 12 rechts. Oder plus 12 im Durchschnitt, aber ein bisschen mehr rechts raus. Und die Stärke. Da haben wir auch mehr Stärke mit dabei. Also es geht noch mehr rechts raus, ne? Es geht auch 600 plus, ne? Aber haben wir bisher noch kein Glück gehabt. Aber es ist kein Eisschaden. Wir haben ja eine Eisrune drauf, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben ja 2% Schadensbonus hier auf der Waffe. Hier haben wir gar keine Rune. Das zählt natürlich jetzt auch schon mittlerweile immer mit dazu, ne? Jetzt müssen wir auch Waffen finden, die eine Rune haben hier. Sowas zum Beispiel, ja. Da ist eine Stärkewaffe, plus 4, plus 5 ist aber jetzt nicht viel. Und die Spanne ist auch schlechter. Blitzschaden aber schon plus 3, tatsächlich, ja. Also ihr seht, jetzt mit den Runen wird das Game nochmal ziemlich komplizierter. Das ist eine perfekte Spanne. Allerdings für mich jetzt nicht weiter tauglich. So, ich gucke nochmal. Eigentlich müssten wir den Gegner hier noch irgendwie zur Strecke bringen, bevor wir nochmal uns um die Waffen kümmern, damit sich das so richtig lohnt. Und da haben wir es geschafft. Stufe 222. Jawohl, und das ist ein Alle-Attribut-Item. Das kann ich leider nicht so gebrauchen. Ja, aber es hat auch eine Rune drauf. Stärke... Also es ist auf jeden Fall besser. Wir kriegen ein paar Nebenattribute, ne? Wir kriegen ein paar Nebenattribute, deswegen tauschen wir das mal. Steingewinnung. So, vielleicht helfen die Nebenattribute ja auch ein bisschen irgendwo weiter. Mal gucken, was ist jetzt der nächste Gegner? Ein Stärkegegner. Okay, mal schauen. Also wir haben Stufe 222 geschafft, das ist schon mal auf jeden Fall not bad, ne? Würde ich mal so behaupten. Und ja... Mal gucken, wir müssen mal schauen, wo wir als nächstes angreifen. Also die sind auf jeden Fall machbar. Wir müssen... Oh, nice. Haben wir den auch down. Aber wir müssen uns so langsam... Das ist nochmal besser. Das ist nochmal besser. Ja. Jetzt muss man gucken. Also 20. Okay. Kriegst du das? Ja, jetzt muss man schauen, wo man langsam hier attackiert. Wir können auch immer noch... Märchenturm mittlerweile auch machen, da kommt man natürlich auch deutlich weiter nochmal. Aber jetzt haben wir langsam unser Equipment auch schon wieder voll, sodass wir nicht wissen, wohin mit unseren Items hier. Oh, lol. Aber auch nochmal ein deutlich... Oh, das ist auch nochmal ein sehr gutes Upgrade hier. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass wir auch mal ein Item bekommen für unser Main hier. Auch leider wieder alle Attribute, ne? Aber... Ja, kannst nichts machen. Ansonsten Lebensenergie wird auch nochmal rein carryen, wenn wir überall die Runen tauschen. Aber ich will jetzt nicht Runen tauschen für 1% Lebensenergie. Was ist das denn, Alter? Also, ja, weiß ich nicht, ob sich das lohnt sich wahrscheinlich eher weniger. Machen wahrscheinlich einige, aber das ist mir tatsächlich dann auch für mich dann zu expensive tatsächlich. Das lohnt sich dann nachher nicht mehr so dolle. Wir gucken nochmal bei den Waffen vielleicht rein. Oh, hast auch nochmal eine gute Waffe, aber leider keine Rune wieder drauf, das ist ärgerlich. Wir können natürlich keine Waffe gebrauchen, die keine Rune hat. Ne? Da müssen wir schauen, dass wir eine bekommen mit Rune. Schade, die Spanne ist perfekt. Aber wir können es halt leider nicht gebrauchen. Jetzt brauchen wir halt Rune plus gute Spanne plus Stärke. Das wird langsam wirklich sehr random, ne? Aber wir sind es ja gewohnt mit den Waffen, wenn die Runen ins Spiel kommen. So, hier wieder so eine schöne Spanne, ne? Aber kann man leider alles nicht gebrauchen. Hier schon wieder. Und jetzt die nächste Waffe ist mit einer Rune. Also die nächste Waffe mit einer Rune, sag ich mal, die hat wieder eine Kackspanne. Oder halt falsche Werte, ne? Ganz klar. Ja, schade, schade, schade. Es würde sich schon lohnen, eine neue Waffe zu kaufen. Aber ich weiß nicht, wie sehr die Rune sich bemerkbar macht. Die Spanne ist krass, Ausdauer. Da kriegen wir viel Ausdauer mit rein. Aber Ausdauer bringt uns leider in den Fights auch nicht so deutlich weiter. Ich will kein Hardcore-Tank sein. Obwohl, wir haben relativ viel, ne? Also wir haben relativ viel Stärke schon, ne? Plus 14, rechts raus nochmal mehr. Feuerschaden plus 3 ist auch nochmal besser. Ich glaube, ich nehme die Ausdauerwaffe mit, oder? Wir haben viel Stärke. Ah, ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Keine Ahnung. Wir gucken nochmal. Oh, lol. Nochmal Level Up. Nochmal einen Dungeon-Gegner besiegt. Und nochmal ein besseres Item. Rüstung kacke. Aber die Statpunkte, die muss man auch leider mitnehmen. Ja, die sind
Viel zu gut. Jetzt gucken wir nochmal, was der nächste Gegner ist hier. Ein Intelligenzgegner wieder, ja. Ich glaube, jetzt wird sich tatsächlich lohnen, eine neue Waffe zu nehmen. Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir schon sehr viele Waffen hier. Ja, sehr viele Level gemacht. Da wird sich das lohnen. Aber es muss halt die richtige Waffe kommen, ne? Das ist halt das Ding. Stärke. Jetzt nochmal nach einer perfekten... Erst nochmal eine perfekte Waffe finden. Und dann bin ich erstmal soweit zufrieden. Ja. Hier, da ist es gut, aber die Spanne war nicht so gut. Hier, die würde ich mit Kusshand nehmen. Aber leider auch nichts Pralles. Nichts Halbes und nichts Ganzes hier dabei. Ich würde ganz gerne, dass es funktioniert, dass man Waffen oder ich sag mal generell Items sockeln kann, die keine Rune drauf haben. So. Weil, ja, wenn man irgendwas findet, wo keine Rune drauf ist, dann kannst du halt auch keine Rune tauschen, wenn keine da ist, so, ne? Das ist halt immer ein bisschen ärgerlich so. Das ist halt schade. Aber, ja. Das können wir uns leider nicht aussuchen. So, wir geben nochmal, ja, geben die nochmal ein paar Tries hier. Aber wenn ich jetzt nochmal eine Waffe kriege, wo ich jetzt mega enttäuscht bin, ja, warum kann das denn nicht einfach Stärke sein? Ja, jetzt muss ich sagen, da war ich schon mega enttäuscht. So, die nächste Waffe mit Rune gucken wir. Wenn es nicht ist, gut, dann soll es nicht sein. Ja, dann müssen wir das halt nochmal einen anderen Tag probieren, ne? Wir können nochmal versuchen, ob der Intelligenzgegner einfach mit ein bisschen Lack auch fällt. Ich meine, da sind ein paar Tries dabei gewesen, die sahen schon ganz gut aus. Allerdings müssen wir halt auch mega reinlacken, so, ne? Das ist natürlich auch klar. Und der stellt sich auch momentan ziemlich krass an, ne? Gut, jetzt kann man natürlich gucken, ob man vielleicht nochmal... Ja, gute Steine kriege ich mittlerweile auch schon wieder, sehr, sehr gute Steine. Stein-Upgrade hier, auf jeden Fall on point. Ob man jetzt nochmal einen Schattenweltschlüssel bekommt, den bekommen wir tatsächlich auch. Und so kann man halt immer weitermachen, ne? So können wir halt immer und immer weitermachen. Jetzt können wir wieder hier ein paar Level-Ups hinkriegen. Und damit dann halt, ja, auch in der Oberwelt sozusagen mit weitermachen. So, plus 26. Ah. Aber auch weniger Rüstung wieder, ist auch wieder nicht so gut. Aber plus 26, ich glaube, das lohnt sich schon dagegen. Deswegen fügen wir einen Slot hinzu. Steingewinnung. So, und ich erwähne es doch mal an der Stelle, bevor es nachher nochmal in Vergessenheit gerät. Das sind Pilze, die werden mir gesponsert, ne? Also zum Großteil. Ich habe natürlich jetzt das 100er-Paket für 100 €. Das sind natürlich auch nochmal sehr viele Pilze. Das habe ich mir natürlich von meinem eigenen Geld gekauft. Aber zum Großteil kriege ich hier gesponsert. Und wenn ich die Pilze nicht gesponsert kriegen würde, dann würde ich hier auch nicht so viel ausgeben an Pilze, ne? Das ist mir nochmal immer wichtig, dass ihr das nicht nachmacht oder so, ne? Nur wenn ihr euch das wirklich leisten könnt und ihr sollt nicht animiert werden, durch mich hier mehr Geld auszugeben oder so, ne? Das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu erwähnen an der Stelle, ne? Gut, alles klar. Ich denke mal, wir stoppen erstmal. Stufe 225 ist, denke ich mal, ganz solide. Das kann man auf jeden Fall machen. Und haben wir heute auf jeden Fall gut geschafft. So, Farm-Equipment wird angezogen und rein in die Quests, ne, würde ich sagen. Aber das soll es erstmal für heute soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.